Wie ist das Wetter? Whether we're talking to our grandma or our German friend in Berlin, this remains a standard question. Learn all possible answers to this question in German in this video. Ich bin Spring German Lehrerin Brunhild und hier kommen die wichtigsten Wetterbedingungen. Erstens, die Temperatur. Most important for our choice of outfit is probably the temperature outside. It could be heiß, warm, kühl, kalt. Heute ist es angenehm warm. Nicht so kühl wie gestern. Ich finde es kalt. In Dubai ist es immer schön warm. Ist es dort nicht total heiß? Fun fact, I come from München, which usually has nice weather. Even the wind is warm und trocken. This is because the wind comes from the south and has lost most of its humidity over the Alps. Hence, warms up quite well on its descent towards München. In fact, it's as warm as if it would come from a giant blow dryer. Maybe that's why the official term for this warm wind has become Föhn, which also happens to be the German word for blow dryer. Und wie ist das Wetter in München? Windig, aber warm. Wir haben einen angenehmen Föhn. Ich bin neidisch. Hier regnet es und ist eiskalt. Das reinste Dreckswetter. Chunk alert! Das reinste Dreckswetter literally means the purest dirty weather. And by purest we mean the filthiest. It's really mean, but only to the weather. And great to release some steam. For more useful chunks like this, make sure to get our free essential German chunking kit. They will make you sound like a real insider in no time. The link is in the description. Zweitens, Sonne, Regen oder Wind. Obviously we all prefer die Sonne, right? But unfortunately there is also der Regen, der Wind, die Wolken, and worst of all, der Sturm. And when it's really cold, der Regen turns into der Schnee. These nouns rarely stand by themselves. Often they come with some powers. Die Sonne scheint. Der Regen nieselt. Der Wind bläst. Die Wolken ziehen vorbei. Der Sturm wütet. Der Schnee fällt. Der Regen nieselt. Ich hasse verregnetes Wetter. Scheint morgen die Sonne? Ich will Sonnen. Es wird nicht sonnig. Es soll bewölkt, verregnet und windig werden. Vielleicht sogar stürmisch. Oh, was für ein Dreckswetter. See what the girls did there? They used an even smoother way of addressing the weather, by using adjectives. This is how you can do it. Die Sonne scheint turns into es ist sonnig. Der Regen nieselt turns into es ist verregnet. Der Wind bläst turns into es ist windig. Die Wolken ziehen vorbei turns into es ist bewölkt. Der Sturm wütet turns into es ist stürmisch. Der Schnee fällt turns into es ist verschneit. But what happens with us when the weather goes nuts? Drittens, Regen macht uns nass. Obviously, the condition of our clothes and skin will be influenced by the weather. Die Sonne macht uns braun oder rot. Regen macht uns nass, aber der Wind trocknet uns. Sonne trocknet uns auch. Hi, ich habe gehört, du kommst aus Dubai. Wie ist das Wetter dort? Es ist immer heiß. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Keine einzige Wolke zieht vorbei. Wow, ihr müsst ganz schön schwitzen.
Mit Klimaanlage hält man es aus. Die Sonne macht mich glücklich. Some people experience that their mood is tightly linked to the weather. Me, for example. Sonne macht mich glücklich. Schnee macht mich friedlich. Regen deprimiert mich. Sturm motiviert mich. Do you agree? Does the weather have similar effects on you? Share your experience in the comments. Now do you feel comfortable answering the question of questions? Wie ist das Wetter? How's the weather? I'm sure you do. Now obviously, wie ist das Wetter is not going to be the only thing that you will ever want to know about someone. Learn how to ask questions in general with this video.